Hi, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute, wie du Python installieren kannst auf Deutsch. Easy, schnell und leicht. Ich habe für dich hier schon die Python-Seite aufgerufen, das solltest du auch machen, python.org. Und dieses Video ist auch ganz persönlich für Anfänger und ja, aber auch fortgeschritten. Also es ist kein Problem, ich erkläre es so leicht wie möglich. Und ja, ruf erstmal die Python-Seite .org auf. Link kommt in die Beschreibung wie immer. Cybersecurity. Be part of IT. Und dann klickst du hier auf Download. Hier wird dir dann die aktuellste Version angezeigt. In meinem Fall 3.9.2. Ist egal, wenn bei dir jetzt schon eine neuere ist. Das Video funktioniert für alle Python-Versionen bis halt 3.0 oder 3.9.2. Geht auch höher, je nachdem, egal. Auf jeden Fall hier draufklicken, dann kommen wir ein neues Fenster und hier klicken wir dann auf Speichern. Ihr könnt es unter Download, ich speichere jetzt mal das Ganze auf dem Desktop und ja, einfach hier auf Speichern klicken. Dauert nicht lang und dann können wir hier am Desktop weitermachen. Ich lösche hier jetzt noch schnell ein paar Sachen. Und ja, für euch haben wir hier die Datei. Sorry for that. Genau. Und diese Datei klicken wir jetzt mit Doppelklick an und dann öffnet sich der Installer. Hier ist wichtig, einen Haken zu machen. Bitte nicht vergessen. Und zwar diesen Add Python 3.9 to Pass. Den müsst ihr auf jeden Fall machen. Danach können wir auf Install Now klicken. Hier jetzt einmal Rechte geben, also einmal Ja klicken und ja, dann läuft das Ganze durch. Sollte nicht allzu lang dauern. Okay, es hat doch ein bisschen gedauert. Genau, wenn das Ganze dann hier abgeschlossen ist, steht hier im Normalfall Successful und wir können das Ganze hier schließen. Diese Datei könnt ihr löschen, wenn ihr sie nicht mehr braucht. Ich lasse sie jetzt erstmal da. Jetzt haben wir Python auch schon installiert. Und wir können jetzt hier mit der PowerShell weitermachen. Um die PowerShell zu öffnen, drückt ihr einmal die Shift-Taste, also das ist die Taste mit dem Pfeil nach oben an der Seite und klickt hier PowerShell-Fenster hier öffnen. Dann schaut es so aus wie bei mir und wir können jetzt hier Python Version eingeben. Und wir sehen jetzt hier, Python 3.9.2 ist installiert. Wichtig ist, bitte schaut euch genau an, wie ich das getippt habe und versucht Schreibfehler zu vermeiden, denn sonst entstehen Fehler. Genau. Wir haben jetzt hier die Version 3.9.2 von Python installiert und wir wollen natürlich jetzt erstmal unsere erste Datei öffnen. Dafür gehen wir auf den Desktop und erstellen uns einen Python-Ordner. Hier werden dann später unsere Python-Programme reinkommen. Und ja, das ist schon mal gut. Was wir jetzt hier auch machen, ist zum Beispiel, wenn ihr hier eine Textdatei reinschreibt, seht ihr hier bei mir TXT. Wenn das bei euch nicht dort steht, dieses TXT, dann müsst ihr folgende Einstellungen machen. Und zwar geht ihr auf Ansicht, Optionen und hier geht ihr jetzt wieder auf Ansicht und sucht hier Dateiendungen anzeigen. Also, wenn ihr dann auf Ansichten seid, müsst ihr hier schauen, dass hier dieser Haken bei euch nicht gesetzt ist. Also genauso wie bei mir. Denn, ich zeige euch das nochmal, wenn man den setzt, ist hier die Endung weg. Und wenn man ihn wegmacht, dann ist die Endung wieder da. Hier steht jetzt wieder TXT. Wir können das auch eventuell hier auch anhaken. Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso da steht. Auf jeden Fall wollen wir jetzt unsere erste Python-Datei erstellen und die nennen wir hallo.py. Genau. Dann einmal Enter. Wichtig ist das hier .py. Das heißt sozusagen, dass es eine Python-Datei ist. Dann kommt diese Meldung, dass wir jetzt den Dateinamen geändert haben oder die Dateierweiterung und das einmal mit Ja bestätigen. Dann sehen wir hier auch, ich zoome mal rein, wir haben jetzt hier ein Python-Logo. Das ist ein gutes Zeichen,
Und wenn das hier so ist, können wir die Datei auch öffnen. Wir können jetzt mit dem Python-Editor öffnen. Ich habe hier zwei, bei euch steht jetzt im Normalfall nur ein. Wir verwenden halt die 3.9 Version. Und ja, hier haben wir den Python-Editor und wir können jetzt hier print Hallo Welt machen. Wichtig ist hier auch Klammern und Anführungszeichen, genauso wie ich es halt gemacht habe. Und wir sehen jetzt hier bei dem Python-Editor ist alles schön in Farbe geschrieben. Syntax Highlighting nennt sich das Ganze. Und ja, das ist schön. Mit Steuerung S können wir das speichern oder Datei hier speichern. Save, Steuerung S sehen wir. Und das ist der Python-Editor. Wir werden später einen anderen Editor installieren. Visual Code Studio werden wir installieren. Aber für dieses Video erstmal hier so weit so gut. Genau. Es ist egal, welchen Editor ihr verwendet. Wir können auch das Ganze mit dem WordPad öffnen. Öffnen mit andere Apps. Schauen wir hier mal, ob das Ganze da ist mit dem Editor. Und wir sehen jetzt hier Hallo Welt. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier kein Syntax Highlighting haben. Aber ja, falls ihr das mal schnell machen wollt, könnt ihr das auch so machen. Also ihr braucht nicht unbedingt diesen Python-Editor verwenden. Genau, jetzt wollen wir das ganze Programm hier ausführen. Und das machen wir in PowerShell oder eben in dem normalen Shell, CMD. Wenn ihr unten hier bei Windows CMD eingibt, einmal Enter oder hier draufklicken, öffnet sich hier dieses schwarze Fenster. Und hier können wir jetzt das Programm starten. Python müsst ihr immer eingeben und dann macht ihr das am besten per Drag and Drop und zieht es hier rein. Dann kopiert ihr euch den ganzen Pfad von hier oben automatisch hier rein. Dann das ganze Programm einmal ausführen. Vielleicht zweimal Enter klicken, ist manchmal so. Und dann sehen wir auch Hallo Welt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, das heißt nämlich, es hat funktioniert. Jetzt will ich euch noch zeigen, wie ihr Python verwendet könnt, ohne ein Programm zu erstellen. Denn ihr könnt einfach über die PowerShell, also wir machen das hier mal wieder zu, das ist die PowerShell, die könnt ihr wie gesagt mit Shift Rechtsklick hier PowerShell hier öffnen und dann habt ihr dieses blaue Fenster und hier könnt ihr einfach jetzt Python eingeben. Und wir sehen jetzt hier diese drei Pfeile zeigen dir an, dass du im Python drin bist. Und du kannst jetzt hier auch Programme programmieren, sage ich jetzt mal, oder Befehle eingeben, ist vielleicht besser ausgedrückt. Wir können jetzt hier auch wieder print Hallo machen und einmal das Ganze abschicken und wir sehen, es wird hier Hallo ausgegeben. Wir können hier auch Rechenoperationen durchführen, 2 plus 2 ist 4 und ja, falls man das mal schnell braucht, dann haben wir das Ganze hier. Hier dieser Text, den könnt ihr eigentlich ignorieren. Hier steht einfach nur nochmal die Python-Version, was vielleicht ganz informativ ist. Genau, dann schauen wir uns im nächsten Video an, wie wir bei Studio Code einrichten für dich. Und genau, dann war es das in diesem Video schon. Ich hoffe, du konntest was lernen. Wenn dir das gefallen hat, das Video, dann gib doch ein Like, abonniere den Channel und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Bleib sicher und be part of it. Peace.